Marianne, wie hast du den Nikolaus Harnoncourt kennengelernt eigentlich? Ich bin nicht ganz sicher. Also es war sicher nicht ein guten Tag und man sieht sich zum ersten Mal und wird vorgestellt. Es war sicher schon, wie eigentlich alles bei Nikolaus, immer in der Arbeit, gleich mit im Zusammenhang. Die erste Arbeit war in Amsterdam, Così fan tutte. Und ich wusste da ja noch nicht, dass das eine so lange Zusammenarbeit werden wird und habe auch nicht an irgendwelche Formalitäten gedacht. Er ist vielleicht noch nicht mal bei der ersten Probe dabei gewesen. Das kann ich einfach nicht mehr sagen. Es war bei der Arbeit irgendwie, wahrscheinlich war er einfach da. Und das war aber eigentlich sehr, sehr schön, weil er ist jetzt nicht gleich mit Rieseninteresse auf die Kostüme losgegangen. Das ist bei ihm, läuft sowieso wie alles ganz anders. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, weil ich ihn natürlich von Schallplatten sehr gut kannte und muss zugeben, dass ich von daher nicht unbedingt alles, was er gemacht hat, ich höre gerne sehr viel Schallplatten, vergleiche die auch immer gern, habe natürlich Lieblinge. Und damals, er möge mir verzeihen, gehörte er noch nicht zu meinen Lieblingen. Dann habe ich mich sehr gewundert, weil es gab ja gleich immer schon sehr überraschende Tempi-Wahlen oder sowas von ihm, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Er ist ja nicht Glenn Gould, er muss ja nicht das Schnelle langsam und das Langsame schnell machen. Aber ich habe es nicht verstanden, es hat sich mir nicht erschlossen. Und das große Wunder war, dass sobald er dirigiert hat und die Arbeit war und je fertiger sie wurde, war das so fraglos für mich, dass ich alles, was für mich vielleicht ein Stolperstein gewesen wäre, überhaupt nicht mehr gemerkt habe, sondern dass man ihm absolut folgt und absolut überzeugt ist. Das ist eine Gabe, die er hat. Das ist also in all den Jahren, wo ich ihn gekannt habe, immer wieder so passiert. Er war eigentlich, ich will nicht sagen zwei Menschen, weil privat habe ich ihn auch immer verstanden, außer dass wir uns eigentlich über Musik fast nie verstanden haben. Das war das allergrößte Geheimnis. Es war so, dass ich bin ja Laie musikalisch, das heißt, wenn ich über Musik reden will, vor allen Dingen über absolute Musik, also Haydn-Symphonien, weiß ich einmal. Das ist dann auch ergebnislos geendet, das Gespräch, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich doch mal einen vor mir, der die Haydn-Symphonien wirklich kennt und wahrscheinlich auch alle. Und ich habe ihn gefragt, ob er alle kennt. Und er hat gesagt, ja, eigentlich schon. Und da habe ich gesagt, dann könnte er mir doch bitte mal ein Rätsel lösen, was mich seit meiner Kindheit verfolgt. Weil da gab es im Schulfunk, im Radio, eine Erkennungsmelodie, die ich über alles geliebt habe. Ich habe die Sendung immer angemacht, Schulfunk, um diese Melodie zu hören. Und das war ein sehr strahlendes, helles, schönes Orchesterstück. Also in meiner Erinnerung ist das so etwa C-Dur, aber das kann ich jetzt nicht mehr mit Gewissheit sagen. Und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne wissen, welche das ist. Ich habe mir auch eine Kassette gekauft mit allen Haydn-Symphonien, die ich nicht alle so liebe wie die letzten, das muss ich ehrlich sagen. Das war ein bisschen bitter, die alle durchzuhören. Ich habe auch bei den früheren oft nur die Satzanfänge, weil ich gedacht habe, so eine Erkennungsmelodie wird ja nicht mitten rausgeschnitten sein. Das wird ja vielleicht nicht der ganze Anfang sein, aber vielleicht ein Satzanfang oder so. Ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann der Nikolaus mir vielleicht helfen. Und dann war er ganz begierig, mir den Gefallen zu tun. Und dann habe ich es vorsingen sollen. Und dann guckte er verzweifelt. Also ich habe so von der Länge her immerhin gesagt, da 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 und dann noch den Schluss da 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 di da da bam bam. Ja, und da dachte ich, das muss ja jetzt reichen, weil das war das ganze Stück. Und dann war er verzweifelt, dann hat er gesagt,
meinst du da, 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 bumm? Das sage ich, nee, das nicht. Und dann habe ich es nochmal und er nochmal. Er hat diverse Versuche. Es war so, als hätte ich Chinesisch gesprochen und er übersetzt es in Japanisch. Und das heißt, wir haben uns die ganze Zeit nicht verstanden. Und ich habe keine Antwort gekriegt und er weiß nicht, was er hätte suchen sollen. Und weißt du es bis heute? Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe nur gelesen, also es klingt auch so wahnsinnig nach Haydn. Das kann nichts anderes sein, das bin ich jetzt immer noch überzeugt. Es ist nur so, es gab verschiedene Sachen, weil da ich mich an ihm ja eigentlich, wenn er nicht dabei war, immer an ihm gestört habe, an irgendwas, was er gemacht hat. Was ich so ungewöhnlich fand, dass ich dachte, warum macht er das? Was denkt er dabei? Alles, was ich vorher dann gedacht habe über das Stück, war damit irgendwie über den Haufen. Und dann habe ich gemerkt, aus dem, was er geantwortet hat, erstaunlich bereitwillig, dass er in einer ganz anderen Terminologie denkt. Ich glaube, der hat einen völlig anderen musikalischen Kosmos, in der die Verabredungen, die man mit anderen Musikern trifft, also ich rede gerne mit Dirigenten, weil ich da für mich viel erfahren kann. Also wenn die Geduld haben, mit mir zu reden, dann tue ich das besonders gern. Und er hat bereitwilligst geantwortet, aber er erklärt auch das alles nur aus sich. Der holt nicht irgendwie die Historie oder den Komponisten oder Autographen oder sowas zu fallen. Ich habe ihn einmal gefragt, warum er das so wahnsinnig schnell macht, weil ich fand das widersinnig. Beim Figaro zum Beispiel diese Stelle, wenn die Ouvertüre hat er ja erstaunlich langsam schon damals gemacht, jetzt später nicht mal mehr so, habe ich dann gehört. Aber da sehr. Und dann im zweiten Akt, wenn der Cherubino in der Kammer eingeschlossen ist, und die Susanna rauskommen soll. Das ist ja alles, die Verabredung ist, das ist ja, oh Gott, vorher war spannend, jetzt denkt man, jetzt muss der Graf die erschießen, wenn der Cherubino rauskommt und dann kommt Susanna raus. Das wird immer irgendwie ein bisschen langsam, ein bisschen spannend. Und der Nikolaus war, da war es schon vorbei. Ehe ich überhaupt staunen konnte, war schon alles passiert. Und dann habe ich gedacht, warum, also nach den Gesetzen eines Krimis, hätte er da Spannung aufbauen müssen und nicht wegwischen. Da bin ich, Signore, sagt sie, und dann ist gut. Und als Antwort hat er sich hingesetzt und hat gesagt, schau mal. Und dann hat er seine Noten vorgeholt und da war auf der ersten Seite, also bevor es losging, hatte er eine fein säuberlich klein geschriebene, ordentliche Liste. Und da standen hier Worte, dann Punkt, Punkt, Punkt und dann was anderes und dann so. Und das war die Stelle im Figaro, war das sogar, hat er aufgeschrieben und dann hat er parallel geschrieben. Was weiß ich, Clemenza di Tito das und das, Finta Giardiniera das und das, sowieso Symphonie, dritter Satz, das und das. Er hat verschiedene andere Mozart-Sachen aufgeschrieben und da hat er zu mir gesagt, siehst du, und hier steht Sostenuto und da steht Sostenuto. Und wenn das alles Sostenuto ist, dann muss dies auch Sostenuto sein. Aber warum Sostenuto so schnell sein muss, das hat er immer noch nicht gesagt, weil Sostenuto, finde ich, eigentlich suggeriert auch nicht schnell. Aber meine normale Sprache, also meine normale Frage, versteht er dann fast nicht. Aber er war eben auch ein großer Forscher. Ne? Also ja. Dem Zufall hat er ja wohl nie was überlassen. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich. Er war ungeheuer überzeugt, aber er hat, wie gesagt, ein so eigenes Verständnis, dass man, aber aus sich, aus seinem Ganzen, konnte man es verstehen. Ja. Das fand ich sehr rätselhaft eigentlich bis zum Schluss. Ja, und über die Jahre hat sich dann aber doch auch immer wieder verändert, weil er es dann doch immer wieder neu gedacht hat, ja. nicht?
Das also erstes Mal jetzt meinetwegen seit der Zeit, wo wir es gemacht haben, der Zeit, die meistens ja vorher lag, wo er eine Schallplatte gemacht hat, oder wie ich jetzt dann noch ganz spät diese letzten Wiener Sachen im Theater an der Wien, der Ponte-Zyklus, da hat sich's natürlich noch mal verändert. Zwar nicht mehr total ins Konträre, was früher manchmal vielleicht auch gewesen ist, aber es war doch dann, ich will ja nicht sagen, Altersstil klingt ein bisschen blöd, aber er hat es doch alles schon sehr etwas gemäßigt, außer diese Ausbrüche, also eigentlich dieses Bedürfnis, plötzlich unheimlich heftig einen Kontrast reinzuhauen und doch irgendwie eine große Dramatik auch zu machen. Das hat sich da ja auch gezeigt. Das war schon bei dem Idomeneo, den der Rolf mit ihm in Graz gemacht hat, den konnte ich leider nicht machen. Hat mir sehr geschmeichelt, wie sehr er das bedauert hat. Da fing das ja schon an, dass plötzlich im letzten Akt, wenn der Idamante geopfert werden soll, der Idamante schon ungeduldig wurde, dass der Idomeneo ihn das nicht machen lassen, wurde immer gesagt, son pronta. Dann hat er gesprochen, oder sie. Und dann der Sacerdote, als das so weiter auch nochmal hat, richtig fast bis zum Schrei ungeduldig gesprochen. Einfach nicht mehr die Noten gesungen. Das hätte ich also früher bei Harnoncourt eigentlich nicht gedacht, weil auf die Noten hat er schon sehr geachtet, auch trotz allem, wie ihm die Szene wichtig war und der dramatische Ausdruck, war dann doch irgendwie die Musik noch insofern als Noten oder als, wie sie notiert war, sagen wir mal, doch noch wichtiger. Wir haben bei Così fan tutte war die Despina-Arie, das Ende, wo ich weiß nicht, ob er das sogar gesagt hat. Ich finde das immer wie so eine Drehorgel. Ich meine, das hat er vielleicht auch gesagt, das Schluss, Viva Despinas, che sa servihi, hier, che sa servihi, hier, che sa serviert. Dann haben wir gesagt, das ist so drehen. Und Jürgen Flimm, nicht faul, der Regisseur, hat gedacht, das mache ich jetzt. Und die hat das Tablettchen mit Kaffee, Teetasse oder Kakao oder was, Schokolade. War im Rausgehen und drehte sich dann um. Bom, 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 hat der Nikolaus sofort abgeklopft und gesagt, das geht ja gar nicht. Ich dachte, weil wieso? Ist doch Drehorgel, ist doch schön. Nein, der Ton fadet. Wenn sie, vorne ist es gut, aber wenn sie sich dreht und dann kommt ein halber Ton nach hinten, dann höre ich den, dann ist der leiser. Das geht nicht. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich erlebt habe, dass Nikolaus was Szenisches verboten hat. Sonst hat er das nie. Er hat gerne, sag mal, mit der Szene war er immer gerne zufrieden und so und hat wohl immer geachtet und geprüft vorher, ob man zu weit vorne, zu weit hinten, zu laut und zu leise ist. Aber er hat nicht eingegriffen. Einmal hat es nur eine Krise gegeben bei Figaros Hochzeit, bei dem Fenstersprung von Cherubino. Da hatte der Rolf im Bühnenbild hinten das Fenster, wo Cherubino raus muss. Und davor stand das Bett, was ja auch wichtig ist in der Szene. Und das stand auch in der Mitte, weil mit allem, was vorher passieren musste, war nichts. Aber Nikolaus war unglücklich, weil bei dem hastigen Gesinge war ihm wohl irgendwie nicht deutlich genug, das Bett war zu weit hinten. Und man hätte es nach vorne rücken können, was ein Bühnenbildner zwar nie gerne tut. Rolf rechnet das millimetergenau aus, wo die Sachen stehen sollen. Aber wenn die Krise wäre oder so, hätte es gemacht. Aber es ging nicht, weil dann wäre der Cherubino nicht mehr aus dem Fenster gekommen. Das Fenster war so hoch, er konnte es von unten nicht erreichen. Er konnte es wenn er aufs Bett klettert. Und dann hat der Nikolaus immer geprobt, nochmal, ob das lauter geht oder nicht und so. Und weil er ja einsah, dass es musste und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, es geht nicht, ich kann das nicht machen. Immer gibt es irgendeinen Grund, wenn dieses scheiß Bett da nicht wäre, dann wäre es gut. Und das weiß ich jetzt im Moment nicht mehr, ob er dann wirklich den Raum verlassen hat oder sowas. Wahrscheinlich war es einfach so, dass schon im Moment, Rolf hat immer dann irgendwie die rettende Idee und hat gesagt, Moment, und hat dann eine Kommode bringen lassen, die er zwischen Bett und Fenster gestellt hat, sodass der Cherubino Bett, Kommode, Fenster hatte.
prima rauskam und auch das Bett schön weiter nach vorne gerückt werden konnte. Und das ging dann so und dann ging es gut. Und dann bei Probenende, das finde ich erwähnenswert, saßen wir alle in der Kantine, hinten am Fenster, eine große Kantine in Amsterdam. Und vorne holte der Nikolaus sein Essen und wir waren alle schon fast fertig. Und dann kam er und wir dachten, er setzt sich jetzt da vorne irgendwo hin mit Alice und macht sein Süppchen. Aber er kam durch die ganze Kantine an unseren Tisch, legte sich vor Rolf platt auf den Boden, auf den Bauch, wie ein asiatischer Mönch oder sowas, auf die fiesen Fliesen auf dem Kantinenboden und sagte: Meister, ich bitte um Vergebung für dieses Scheißbett. Es tut mir unendlich leid. Ich finde das Bett wunderschön. Ich finde das Bühnenbild wunderschön. Ich bitte um Vergebung. Ich war nervös. Und das fand ich auch schon großartig. Das ist auch eigentlich eine einmalige Geste gewesen in unserem langen Leben. Aber wie war denn eigentlich sein Verhältnis zur Bühne? Also hat er sich da sehr eingebracht? Er hat ja sich auch immer starke Partner gesucht, muss man auch sagen. Ja. Bei den Regisseuren, das waren ja immer doch sehr starke Persönlichkeiten. Aber ich glaube, dass er die Partner deshalb wahrscheinlich sehr bewusst gesucht hat, weil er sich auf die verlassen können wollte. Also dreinreden oder sowas tat er eigentlich nicht sehr. Und auch so furchtbar viel mitkonzipieren eigentlich auch nicht. Er hat viel aufgenommen. Ich weiß, bei der Cousine, um wieder bei den Anfängen zu bleiben, hat er das Stück ja gerade bevor wir es in Amsterdam machten, schon in Wien gemacht. Und zwar mit nicht so großem Erfolg. Also ich glaube, es hieß jedenfalls, ich war nicht dabei, dass das Verhältnis mit den Wiener Philharmonikern da eigentlich auch noch gar nicht so gut war. Und die Aufführung war nicht erfolgreich und so. Und wir haben schon ein bisschen Angst gehabt, weil wir dachten, na, jetzt kommt der am Boden zerstört und muss das Stück gleich nochmal machen. Das war doof. Ich möchte gerne mal auf den Figaro zurückkommen und auch auf die Cousine, weil das, was sich ja, glaube ich, sehr stark verändert hat, war sein Umgang mit den Rezitativen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Weil er hat da, ich kann mich nicht erinnern, ich bin ja auch nicht auf jeder Probe dabei, aber natürlich gerade bei ihm auf so viel Proben, wie ich es nur eben von meiner Zeit aus konnte, weil ich es natürlich wahnsinnig spannend fand, weil er auch ich bin ja sogar auf Orchesterproben gegangen, wenn ich konnte und durfte. Ich habe ihn natürlich erstmal sehr gefragt, weil es ist ja auch nicht, wenn er in einem Extrasaal, Orchesterprobensaal mit dem Orchesterprob, ist eigentlich komisch, dass da eine Kostümbildnerin hinten drin sitzt. Und ich durfte, und das war bei Fidelio, das war später dann in Zürich. Ich war sehr froh, das ist eine der schönsten Sachen, ich kann die Musik gar nicht hören, ohne mich daran zu erinnern, weil das war bei der Marzelline-Arie, oh, wäre ich schon mit dir vereint. Und er war nicht zufrieden, wie das Orchester das gemacht hat. Und also Marzelline war gar nicht dabei, war nur Orchester. Und dann hat er aufgehört und hat gesagt, Sie müssen wissen, das Mädel ist verliebt, die sehnt sich nach dem und die träumt davon und die denkt, oh, wer ich schon mit dir vereint. Also hat richtig die Küsschen ins Orchester geschmissen, weil das bedeutete für ihn, dass da die Pause war, dass das nicht durchzuspielen war. Und das hat auch dem Orchester sehr gefallen. Concertgebouw war das war das, Quatsch, Nee, das war Zürich, ja. Mhm. Er hat ja überhaupt wahnsinnig gern so Bilder gegeben, Ja. damit die Sänger und auch die Musiker ihn besser verstehen. Ja, das habe ich öfter erlebt, aber jetzt nicht, also eigentlich immer. Also da habe ich jetzt keine speziellen Erinnerungen an, nicht Pointenreiche oder so. Aber wenn du fragst auch nach Rezitativen oder Szene oder
einmischen. Eine leichte Krise war bei dem Figaro. Da wurde ich quasi von ihm zu Hilfe gerufen, weil er war im Gespräch mit dem Regisseur. Und es ging um die Susanna-Arie, Rosen-Arie. Und der Jürgen Flimm wollte, dass da in dem Durcheinander von dem ganzen letzten Akt wollte auch gerne viel Wirbel machen und wollte das auch durchaus erstmal komisch haben und so. Und dieser ganze Kleidertausch von Gräfin und Susanna, damit man das ganze Qui pro quo auch schön mitbekommt vom Publikum, wollte da wohl irgendwie noch vielleicht vor dem Rezitativ oder während des Rezitativs oder jedenfalls vor dem Arium, wollte der das nutzen und wollte das so inszenieren, dass die da komisch irgendwie Kleider rein, Kleider raus und ein bisschen nackt oder nicht oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und da war der Nikolaus gänzlich unglücklich, weil er weder das Gewirbelte noch die Komik oder irgend sowas da haben wollte. Und da wurde ich dann gebeten, ob ich das brauche, weil er vielleicht gedacht hat, noch das müsse technisch sein. Also ich habe gesagt, ich brauche das überhaupt nicht. Ich finde, wenn ich das sagen darf, ganz scheußlich, weil ich finde, die Arie wäre also wirklich alles andere als komisch und so. Und dann hat der Nikolaus eben gesagt, ja, das ist Natur, das ist Sehnsucht, das ist Melusine, die da singt, hat er immer das alles vorgemacht und so. Und das, ob man da nicht irgendwie sagen kann. Und dann habe ich da irgendwas erfunden, dass sie schon halb angezogen ist und ein Kostüm hat, was also so halb Unterwäsche im Rokoko mit Panier und Dings drüber geht das ganz leicht, dass sie so ein bisschen fast so ein bisschen elfenhaft aussah, so als Zwischenstadium zum Anziehen und so. Und das, also daran lag ihm. Das hätte er, glaube ich, anders wahrscheinlich nicht mitgemacht. Wie ist denn sozusagen dein Blick gewesen, wie er mit den Sängern umgeht? Ich glaube, dass er sehr stark an, ich will jetzt nicht sagen hypnotische Fähigkeiten, aber doch an Ausstrahlung und Suggestion seinerseits geglaubt hat, weil es war ja letzten Endes auch das, was ich sage, dass ich immer überzeugt war, aber ich saß ja meistens hinter ihm, er konnte mir nicht mal in die Augen gucken. Er muss irgendeine ganz besondere Gabe gehabt haben, das, was er, ich will nicht sagen will, aber was er hört und was er sagt, in einen irgendwie reinzutrichtern, rein zu suggerieren, ich weiß es nicht wie, weil er hat es natürlich auch dirigiert und kommt, aber wie gesagt, es war ja teilweise dasselbe, was hier auf der Platte, kriege ich eine Distanz und wenn er dabei ist, folge ich ihm, wie im Rattenfänger. Ich fand es erstaunlich, weil ihm war auch natürlich der Ausdruck so wichtig, dass er, habe ich mal erlebt mit einer Sängerin, die bei einem Konzert, also Mozart-Konzertarien, ich weiß nicht, ob Non te mer oder irgendwie eine, wo sie eine Phrase nicht hingekriegt hat auf einem Atem, wo man mit unseren Begriffen meinen oder normalen Menschen denkt, die wäre schön auf einen Atem. Und dann hat sie ihm das auch gesagt, dass sie das nicht schafft. Ich weiß nicht, ob sein Tempo so langsam war oder über. Ich glaube, sie hat nichts darüber gesagt. Ich glaube, sie hat es auf sich genommen. Und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, war ganz behutsam und hat gesagt, mir ist nur, wenn du das ruhiger und besser kannst und wenn du den Ausdruck hast, das war immer wieder, wenn du den Ausdruck hast, dann kannst du gerne atmen, das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, also der Ausdruck ist ihm so wichtig. Ich habe einmal nach einer Premiere, wo ich fand, dass ein Sänger, ich habe gedacht, der muss sich jetzt sofort krächzend ins Bett legen oder hat die Stimme schon verloren. Ich fand es also relativ deutlich schlimm. Ich habe gedacht, übers Fach gesungen oder so, kann ich mir und so. Und nach der Premiere stand ich mit Nikolaus im Gespräch und dann kam der Sänger
Und da sagte Nikolaus, Moment mal, und musste eben zu dem hin und hat den über den Klee gelobt, hat gesagt, so was Wunderbares, das war eine Sternstunde für mich, vielen Dank. Du hast den Ausdruck so sehr gehabt, das habe ich also selten erlebt, so eine Einheit von Situation und Singen und so. Also das, sagen wir, Bel Canto habe ich nicht mitbekommen, dass ihm das wichtig war. Und fast sogar nicht, dass dass der Klang der Stimme oder sowas ihm wichtig war. Andererseits, ich glaube, geformt hat er schon mit den Sängern auch. Aber erbarmungslos war er. Beim Figaro wieder die Grafenarie, Schluss mit den vielen Koloraturen. Da kam der Sänger überhaupt nicht mehr mit. Das war in einem wirklichen Affenzahn, so habe ich das auch noch nie gehört, so schnell. Und der japste nur, das war gar nicht mehr singen. Und da hat der Nikolaus gesagt und hat gesagt, naja, bis heute Abend ist ja noch Zeit, da proben wir das dann noch mal. Und der Sänger natürlich 1A studiert und am Abend 100% gekonnt. Die ganzen Koloraturen gestochen scharf und in dem Tempo. Aber das ist dann schon das Schlimmste, was er gemacht hat. Ja. Fandest du ihn eigentlich als Operndirigenten interessanter als Konzertdirigenten? Wenn interessanter bedeutet ungewöhnlicher, dann würde ich fast sagen, ja. Also als ungewöhnlicher als Konzertdirigenten. Weil ich muss dazu sagen, ich bin nicht aufgewachsen mit alter Musik. Ich war in meiner Jugend irgendwie ein queres Kind. Mir war es nie dramatisch genug. Ich habe schon mit 10 Jahren, allerdings beim Vater mitgehört, wenn der am Radio Bayreuth-Übertragung gehört hat von Lohengrin, habe ich dann hinterher geschrien und getobt und gesagt, die Elsa, die dumme Ziege, warum musste sie auch fragen? Also das war meine Welt und so. Und Haydn, wir haben mal in der Schule einen Chor aus der Schöpfung singen müssen. Das ist sehr schön, wenn ich mich an solche Sachen erinnere. So Mädchen, das in gemächlichem Tempo singen, da kann man auch nichts erkennen. Da habe ich gesagt, ja, das ist wirklich für Erstklässler solche Musik. Das habe ich gar nicht verstanden. Da musste ich erst sehr viel älter werden, also heißt fast, ja, nach dem Abitur fast oder so, bis ich da mich mehr interessiert habe. Giovanni war von Mozart die Oper, die mich am meisten, weil die war dann auch schon am dramatischsten. Ich bin da also eine Spätberufene. Jetzt lasse ich jeden Wagner liegen für sowohl eine Haydn-Symphonie als auch vor allem jede Mozart-Oper und sowas. Das ist, geht jetzt anders. Aber eigentlich Monteverdi, wir haben ja dann die Popea mit ihm gemacht und ich finde Popea ein ungeheures Werk und Monteverdi auch. Also mit diesen Orpheus-Anfängen fängt ja eigentlich erst die Musik an, also die Opern, die dramatische Musik. Das finde ich schon alles sehr toll. Aber ich habe da nicht so große Hörgewohnheiten von Anfang an. Und interessant wurde es für mich dann mit Nikolaus ja erst, wie er dann seine Finger ausstreckte nach ganz neuen Gefilden mit Brahms und Bruckner. Und da fand ich meine, weiß nicht, ich darf das nicht sagen, ich bin kein professioneller Musiker, aber die Sensation, die er gewesen ist für die Leute, die auch ältere Musik machen. Oder sagen wir mal so, die er gewesen ist mit seiner ersten Schallplatte vom Idomeneo. Das weiß ich nur vom Lesen, ich habe die nicht gehört. Ich kannte auch damals Idomeneo noch nicht. Aber da weiß ich, dass da richtig ein Streit im Echo von Presse und Publikum war. Die sehr Traditionellen haben es natürlich furchtbar gefunden. Da hat er so seinem Ruf als das Ungetüm, das Musikalische, alle Ehre gemacht. Aber es haben andere, ich weiß, es hat mich sehr gewundert, Christoph von Dohnanyi hat in einer großen Zeitschrift einen Absatz geschrieben, dass er das ungewöhnlich toll fand. Also es kam dann auch von professioneller musikalischer Seite ein gutes Echo. Aber sagen wir mal, so eine umstrittene und dann von zumindest der Hälfte der Welt eindeutige Qualität,
Das habe ich bei den Konzerten nicht, also bei diesen, ich habe ein bisschen Bruckner und Brahms von ihm gehört, eigentlich nicht so empfunden, weil wenn man viele Sachen von der, also in der Musik dann, inzwischen war ich da ziemlich zu Hause, dann hat man das alles auf so oder so oder so oder so. Ich habe ja früher, also um zu sagen, ich bin nicht so alt, dass ich noch Arthur Nikisch oder Hans Richter selbst hätte hören können mit dem Gewandhausorchester oder sowas. Also ich habe auch Furtwängler nicht mal mehr selber erlebt. Aber ich habe tatsächlich Aufnahmen im Radio gehört, von denen ich war sehr überrascht, wie modern eine fünfte Beethoven, ich glaube, das war Hans Richter, jetzt weiß ich es schon fast nicht mehr, aber klingen kann. Also ich habe schon viel, aber da hat er sich für mich eigentlich durchaus in einem eigenen Rahmen bewegt, aber im Rahmen. Das eigene war ihm, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Man überlegt ja immer, weil vieles so anders gemacht hat, ob es ihm nur darum geht, anders zu sein. Aber es dreht sich darum, eigen zu sein. In seinem Kopf, da bildet sich was. Er hat mir einmal was erzählt, ich weiß leider nicht mehr, aus welchem Anlass. Da habe ich ihn auch wieder so was gefragt, wie das entstanden ist, der Gedanke, weil ich den sehr ungewöhnlich, aber sehr überzeugend war. Es war auf jeden Fall instrumental. Das ist ganz wichtig, weil er da gesagt hat, das fand ich umwerfend, dass er das überhaupt erzählt hat oder formuliert hat, weil er war schon oft eigentlich auch spröde, privat. Da hat er gesagt, er hört das, beziehungsweise, ich will nicht sagen, sieht das, aber er hört das mit Text. Also die symphonische Musik, das ist so wie im Traum, da bilden sich so, er hat mir das vorgemacht, das kann ich aber nicht sagen, so irgendwelche so laute Töne, wie man in einem Geisterfilm vielleicht so amorphe, vergrößerte Münder, so Töne nebelhaft, schattenhaft sagen. Und das ist mit Text. Er hat mir eins sogar gesagt, einen Text, den er dabei hört. Ich kann ihn nicht mehr, aber es war auch dann eigentlich schon, sagen wir mal, fast intim, dass er das erzählt hat. Das fand ich sehr ungewöhnlich und toll. Und dagegen ist man ja dann auch völlig machtlos, irgendwas noch zu argumentieren. Da gibt es ja auch nicht mehr richtig oder falsch. Für ihn ist das so absolut sicher, weil er hat es so gehört und ich sage immer gesehen. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, er hat es geträumt, aber wenn das schon so mit diesen komischen Lauten und einem Text, den er ja selber irgendwie dazu gedichtet hat, das ist ihm dann wohl erschienen oder so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, auch nicht, ob das immer ist, weil so intensive Gespräche hat man ja leider meistens zwischen den Proben und so gar nicht haben können. Aber das war schon irgendwie sehr erstaunlich. Fandest du eigentlich, dass er sich so über die Jahrzehnte, die du ihn gekannt hast, wie er sich musikalisch verändert hat? Das war schon, ich fand das immer sehr interessant. Und ja, weil man auch immer das Gefühl gehabt hat, dass, also auch bei Einzelvorstellungen, ja, es war eigentlich immer wie eine Premiere. So. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil er kann das auch gar nicht als mit vollem Einsatz spielen. Und ich glaube nicht, dass es je für ihn möglich gewesen wäre, sich ans Pult zu stellen von einer geprobten Aufführung und zu sagen, jetzt machen wir wieder das, jetzt machen wir wieder das. Er hat sicher sich an Verabredungen gehalten, was die Szene, die Sänger und alles auch brauchen, ganz bestimmt. Für Präzision war er, glaube ich, schon sehr. Aber ich glaube, am liebsten wollte er es jedes Mal neu schöpfen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Die Veränderung war schon groß, aber er ist ja auch, zugänglich mit Maßen. Ich wollte gerade sagen, er ist zugänglich für andere, aber ich habe ja manchmal mit ihm Kämpfe in Anführungsstrichen führen müssen, gar nicht als Kostümbildner, gar nicht für mich, sondern statt der Regisseure, die sich darauf komischerweise nie eingelassen haben. Ich werde das jetzt erzählen, aber das war die Schmach des Regisseurs, weil ich habe ihn darauf hingewiesen, es war ein Fehler drin.
Und ich habe gesagt, das musst du dem Nikolaus sagen. Ja, tue ich und so. Und dann habe ich gesagt, hast du gefragt? Nein. Der hat wirklich Welches Stück war das? Popea. Popea. Und es handelte sich darum, es war eine Besetzungsfrage, dass die Arnalta, diese Dienerin von Popea, gesungen wurde von einem speziellen Tenor, der theoretisch manchmal vielleicht sogar hätte Heldentenorpartien singen können. Also jedenfalls kein lyrischer oder alte Musik, sondern ein richtig gestandener Operntenor kräftigerer Art. Der konnte das aber sehr gut und der war eben ein toller Typ. Es ist ja, damals waren wir noch nicht so modern wie heute, dass wir Männlein und Weiblein so munter durcheinander wirbeln. Da war immer ja noch das, ich habe ja bei der Popea, ich habe ja schon mal eine gemacht in Brüssel damals bei Mortier mit dem Luc Bondy. Da war Ottone zum Beispiel ein Mezzo. Und jetzt in Salzburg mit Nikolaus war es der Jochen Kowalski, also ein Counter. Und die Besetzung war schon auch, weil der so eine tolle Personality war für so eine Dienerin. Und dann tauchte zu meiner Überraschung bei den Familiari des Seneca, also den Jüngern, derselbe Name auf. Und da habe ich gesagt, wieso das denn? Und so, ja, geht doch, sagt dann alle beschwingen. Dann habe ich gesagt, was heißt denn geht doch? In der und der Szene ist Arnalta mit Ottavia auf der Bühne, geht ab und auf der Bühne ist schon Seneca mit sowas. Das heißt, die begegnen sich in der Tür. Da kannst doch irgendwie ein Hütchen aufsetzen. Dann muss er das Hütchen in der Tasche haben, damit er dann eine andere Person wird. Und außerdem habe ich gesagt, ist das nicht die Aufgabe von Kostümen, Rollen, die so unterschiedlich sind, feindliche Lager durch eine Pappnase schnell zu charakterisieren. Und das ganze Bild mit Seneca waren ganz andere Kostüme. Das war ja theoretisch ein anderer Ort. Ich mache immer so, weil die Bühne von Rolf war so weit und hatte Zonen und so. Und da habe ich mich nicht durchsetzen können. Und ich fand das so blöd und habe dann gedacht, dann gehe ich, wenn der Jürgen das nicht macht, dann gehe ich eben selber zum Nikolaus. Und habe also in einer Probe im Salzburger großen Festspielhaus in einer der letzten Reihen nach der Probe, also alles leer, alle waren weg, dachte ich, gibt gleich noch ein Dings, gesessen mit Nikolaus und Alice natürlich immer dabei und vielleicht noch irgendjemand Assistent und habe gesagt, ob ihm das wirklich recht sei, weil ich finde, dass das nicht ginge, dass das so, und ich muss jetzt nicht alles nochmal erklären, aber eben zwei aus so unterschiedlichen Welten und dann noch mit dem, zwar nicht eine Konfrontation zwischen beiden, aber doch so aneinander vorbei, also ablösend der direkte, dass man das doch nicht machen könnte. Und dann müsste man eigentlich doch dann die Arnalta natürlich am liebsten behalten, das ist die größere Rolle, aber den einen Familiaro dann eigentlich dann doch nochmal neu besetzen. Und Nikolaus hat wohl zunächst auch vielleicht gedacht, es ging mir nur um das Umzugsproblem. Und je länger ich aber geredet habe und ich bin dann, glaube ich, ähnlich stur wie er, habe dann auch natürlich gesagt, dass auch es so eine ganz andere Musik ist in dem Seneca-Bild. Das war ja dann eigentlich schon sehr, ist ja immerhin Philosoph, etwas beschaulicher, besinnlicher und so, saßen da an so einer Quelle. Und so, das war eigentlich gekämpft, aber nicht mit Boxhandschuhen, sondern mit Worten. Und er war eigentlich erstaunlich zäh. Das Gespräch hat 1,5 Stunden gedauert. Und dann hat er gesagt, tja, dann gibt's wohl nichts, sie hat recht. Da müssen wir noch einen Tenor finden. Und da war Alice überhaupt unterm Tisch, weil sie sagte, aber Nikolaus, du weißt, wie schwer wir diesen einen schon gefunden haben. Das ist ein so hoher Tenor. Wir haben doch gesucht. Wir finden keinen mehr. Da hat der Nikolaus gesagt, wir müssen. Und dem Hörensagen nach waren es 16 Vorsingen. Und ein junger Tenor, der bis dahin noch nicht bekannt war, der hat daraufhin dann eine kleine Karriere starten können.
Und die Pointe, weil ich sagte, keiner war zugegen, ist, dass es mir hinterher, ich glaube sogar von Mortier, hat gesagt, naja, du hast da ja ein ziemliches Wunder verbracht oder sowas. Ich sag, wieso? Ja, der Max von Weckel, das ist ein eher legendenumwobener technischer Direktor zu Hause an der Oper Frankfurt damals, Mortier hat natürlich alles, was gut und teuer ist, auch gerne nach Salzburg geholt und der war da in Salzburg, ich glaube nur noch als Berater oder auch so, ich weiß nicht, jedenfalls war der dabei und der war beim Abbau der Bühne, hatte er noch mal einen Kontrollgang gemacht nach der Probe und hat mitbekommen, dass da hinten noch was tagte. Und hat sich dann in den Kulissen rumgedrückt, weil er das so spannend fand, dass er nicht weggehen konnte. Und der ist wohl anschließend petzen gegangen zu Mortier und hat gesagt, da habe ich ein Gespräch gehört, da hat die Marianne mit dem Nikolaus 1,5 Stunden ein ganz schönes Match geführt. Nicht? Und eben, ja, Frau Wiese hatte den schwarzen Peter und musste noch einen hellen Tenor finden. Aber da ist Nikolaus dann doch... Ja, aber das war ja auch sein Charakter, glaube ich. Man konnte ihn schon überzeugen, wenn die Argumente entsprechend waren. Ja. Aber man musste gutes Schuhwerk anhaben, geistig, wenn man gegen ihn antreten wollte. Aber er war nicht verschlossen gegen gegen Kostüme. Ob er wirklich Interesse an Kostümen hatte, weiß ich nicht. Ich habe einmal in Amsterdam beim Figaro, weil er irgendwas fragte, gesagt, ja, komm doch mit, ich weiß, die Werkstätten sind jetzt leer, ist nach Feierabend, komm doch mit mir in die Kostümabteilung, da sind ein paar von den Sachen auf Puppen, dann kannst du die mal sehen. Aber sofort, neues Gebiet, oder das hat er offensichtlich noch nie gemacht und wollte nicht. Und dann hat Alice gesagt, ja komm, wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit, wirf du mal drauf, ein Blick wäre schön und so. Und ich habe gesagt, ja, ich würde mich freuen, dann weißt du schon mal und so. Und dann ist er mit hochgekommen, hat das alles angesehen und auch brav bewundert, aber nicht mit Interesse irgendwie, also schon gespeichert, wenn er hinguckt, will er was sehen. Aber er hat nicht geantwortet oder gefragt oder irgendwie sowas. Und als wir rausgingen, hing auf dem Flur eine ganze Stange Chor. Und da habe ich gesagt, ach ja, die siehst du dann hier auch noch und wollte nur so durchgehen, weil sie waren nicht uniform, aber hatten alle im selben Stil. Und habe gesagt, guck mal, das ist nur so, weil ich wollte ganz gern, dass ein bisschen, wenn die da reinkommen, dass das ein bisschen so Sommerwiese reinkommt. Guck mal, die Männer haben auf den Kniehosen unten also so Kornfeld gestickt und so. Und dann merkte ich aber, dass er müde wurde und wollte gehen. Und da habe ich gesagt, ja, ist auch nicht so wichtig, weil so wie es hier ist, siehst du sowieso das Wichtigste nicht. Das kannst du gar nicht sehen. Ja, wieso? Ich sage, na ja, weil die Hüte nicht drauf sind. Die Männer haben so flache, große, schwarze, es war ein bisschen wie Trachtenhüte so. Und weil ich vorher in Venedig gewesen war und einmal konnte man ins Carrezzonico rein, weil ich das immer gern wollte, wegen der Longhi-Fresken und so. Und da war Tiepolo an der Decke in Fresko, nur blauer Himmel und 1,5 oder was, schwarze Schwalben drin. Und das fand ich so wahnsinnig schön. Und da habe ich gesagt, gut, unten haben sie das Kornfeld und in diese schwarzen Hüte, hatten ja eine große breite Kreppe, hatte ich innen so gefältete blaue Seide, himmelblau. Und ich hatte den Männern schwarze, wie so bei weißen Hemden, in Trachtenkostümen gar nicht unüblich, schwarze Fliegen, aber so lange Spitzen, sodass ich da immer gesagt, also da oben ist der blaue Himmel und da sind die schwarzen Schwalben. Und das habe ich ihm erzählt. Und da war er wieder plötzlich wach. Also wenn sowas Gedachtes bei den Kostümen dabei ist, dann interessiert ihn das. Ob der Rock einen schönen Stoff hat, sagt er. Obwohl, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Weil eine Sache, da hat man doch gesehen, dass ihm an Kostümen sehr liegt. Bei eben dieser Popea, auch diese Arnalta. Es hatte zu der Zeit, wo wir das in Salzburg produziert haben, war irgendwie, da hatte er eigentlich gar nicht Geburtstag, der hatte ja im Dezember Geburtstag. Aber jedenfalls die Decker kamen Vertreter von der Decker Plattenfirma und zu mir und sagten, sie suchten ein Geburtstagsgeschenk für Nikolaus Harnoncourt und sie hätten überlegt, was er sich wo wünscht oder was er schön findet. Und er hätte so wahnsinnig von den Kostümen geschwärmt.
Das habe ich auf die Weise nur erfahren, sonst nicht. Und ob sie eine Figurine kaufen dürften. Und da habe ich gesagt, also kaufen sicher nicht. Also wenn es für Nikolaus ist, dann würde es mir eine Ehre sein, ihm die zu schenken. Aber ich müsste Ihnen sagen, dass ich kann es nicht, weil ich habe sie bereits nicht mehr. Die Salzburger haben einen Cerberus damals gehabt vor ihrem Archiv. Und es wandert alles ins Archiv und wird alles gesammelt, ist auch schon ausgestellt worden. Also die machen noch was damit. Und ich kriege das sicher nicht. Aber ich habe gesagt, wenn Sie sagen, es ist für Harnoncourt, dann ist es ja wirklich, werden Sie es schon kriegen. Und dann habe ich das weitergegeben an den Kostümdirektor. Und der hat auch nicht gekriegt. Und der hat es dann aber weitergegeben an den Verwaltungs- und so weiter. Also auf schlimmen Wegen und zu meiner Schande, muss ich gestehen, auch wirklich gegen Geld. Das geht, finde ich, gar nicht. Vor allem, wenn ich das Geld für eine Figurine, deren ich, glaube ich, bei dem Stück 48 hatte, wenn ich das Geld für eine mal 48 gekriegt hätte, da wäre meine Gage doppelt und dreifach gewesen. Das ist nicht. Aber die hat er dann gehabt. Damit war das für mich zu Ende. Aber als sehr viel später Rolf einmal bei Nikolaus in Wien in der Wohnung war, um was zu besprechen, da kam er zurück und sagte, rat mal, was da an der Wand hängt. Deine Arnalta. Und ich habe ja was ganz Fantastisches, auch ein ganz tolles Buch mit alten Sachen, irgendwie eine nummerierte Auflage von alten Kostümen, irgendeine Handschrift oder was, geschenkt bekommen, dass man auch in die Knie gehen konnte. Also an solchen, sonst war er jedenfalls nicht sehr des Lobes voll normalerweise. Aber das Interesse merkte man dann aus solchen Dingen, Sachen. Ja. Weil du jetzt zweimal die Alice erwähnt hast. Ja. Nikolaus ohne Alice? Ist, glaube ich, nicht denkbar. Wobei Alice aber wirklich die unaufdringlichste in der Erscheinung Person überhaupt, die man sich denken kann. Die ist eigentlich nur der gute Geist, der um ihn rum ist. Und dass er sie braucht, wie sonst was, sah man vielleicht manchmal an einem Blick oder wenn er sich vergewissert oder so. Ich glaube, er hätte nicht angefangen zu dirigieren, wenn sie nicht auf dem Stuhl gesessen hätte mit ihrer Geige. Aber es wurde nicht zelebriert. Es wusste jeder und sah jeder. Weil wenn er nicht am Pult war, ging er auch keinen Schritt ohne sie. Aber sie war... Aber sie hat ihn natürlich beraten und in Gesprächen schon manchmal. Aber eigentlich hat sie ihm ungeheuer diszipliniert den Vortritt gelassen, weil wenn man weiß, man wäre vielleicht sonst nicht drauf gekommen, wenn man es nur beobachtet hätte, was für eine großartige Musikerin sie auch selber ist. Und wenn sie den Mund aufgemacht hat, überhaupt zu dem Thema, dann hat man es ja auch gemerkt. Aber sie hat das eigentlich, solange ich dabei war, alles ihm gelassen. Marianne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, war ein sehr schönes herzlich. Gespräch. Ja, danke schön. Es ist sicher nicht annähernd erschöpfend für das Thema. Danke.